Liebe Freunde, wir bewegen uns jetzt in eine Zeit hinein, in den Frühling hinein, wo wieder alles in der Natur sprießt und insbesondere die Blüten in unseren Gärten und auf den Feldern und überall in den nächsten Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach explodieren werden. Dass es sich bei diesen Blüten der Pflanzen um die höchste Form ihrer Entwicklung handelt, das mag jetzt etwas Philosophisches sein, das soll uns jetzt hier an dieser Stelle nicht interessieren. Nur Blüten, Natur, alles was mit Pflanzen zu tun hat, gehört in der universellen Denkweise zur zweiten Dimension. Und da kann man durch gespiegelte Bilder, wenn ihr eine Aufnahme macht von einer Blume, von der Blüte einer Pflanze, dann könnt ihr ohne große Schwierigkeiten, könnt ihr durch Spiegel sehen, welche Feen in unseren Märchen, Wichtelmännchen, was das alles, diese ganzen Märchen, die wir kennen, ja, Elfen, all diese ganzen Dinge lassen sich in diesen Blüten zeigen, beziehungsweise lassen sich erscheinen. Und hier habe ich jetzt ein paar solche Beispiele herausgesucht. Das sind also Blüten aus dem vergangenen Jahr, zum Teil von mir fotografiert, zum Teil von Freunden von mir mal zur Verfügung gestellt. Also diese Sachen sind einfach irgendwo hergekommen. Und egal, wer es fotografiert hat, entscheidend ist, in dem Moment, wo ihr spiegelt, habt ihr diese Bilder vor euch. Wie zum Beispiel hier. Hier eine etwas ältere Dame, eine etwas ältere Elfe, die uns hier anguckt, die so ganz leicht lächelt. Sie ist da. Sie manifestiert sich als höchste Form in diesen Blüten und speziell dieser Pflanze jetzt hier. Und wenn wir weitere solche Dinge hier uns anschauen, dann kommen hier ganze Welten heraus, ganze Manifestationen, Köpfe von Wichtelmännchen, von all diesen Dingen, die wir aus den Märchen, wie ich schon gesagt habe, kennen. Ihr könnt ja dieses Video stoppen und euch die Bilder im Einzelnen in längerer Zeit angucken und dann weitermachen. Dann schaut euch mal das nächste Bild hier an. Das ist wieder was anderes. Das sieht aus wie ein Krieger, ein außerirdischer Krieger, der sich hier in dieser Pflanze zum Beispiel manifestiert. Oder etwas Lustigeres, das möchte ich euch hier an dieser Stelle zeigen. Nicht wahr? Das ist so, wenn ihr das genau guckt, das ist so ein Blumenkind, das jetzt im Moment so eine Art, ja, was soll ich sagen, Schaukel des Geistes hier in diesen Blüten hier sich als Welt zurechtgelegt hat. Naja, und diejenigen, die diese Dinge nicht so eindeutig gesehen haben, die können ja das Ganze nochmals auf diese Art und Weise sich anschauen. Und zwar das hier ist ja wohl ganz eindeutig hier, diese Blumenfee, diese Blumenelfe. Nicht wahr? Wir müssen uns auch ein bisschen an andere Formen natürlich gewöhnen. Schaut euch das mal bitte an. Dann seht ihr hier eine völlig andere Welt, eine völlig andere Form. Sie kommt aus der zweiten Dimension. Das sind die Wesen. Wie erklärt man sich das nun? Nun, meine lieben Freunde, das hängt damit zusammen, dass in der Überlieferung der Mystik und so weiter immer wieder davon gesprochen wird, wenn eine Pflanze die höchste Form ihrer Entwicklung erreicht hat, dann hat sie für eine kurze Zeit die Möglichkeit, in die nächsten Dimensionen zu schauen und sich auch gleichzeitig zu manifestieren. Und das tun diese Blumen hier für uns. Hier eine andere Farbe, eine andere Art der Manifestation. Ich mache euch darauf aufmerksam, wir haben hier unten eine kleine Blumengestalt und in dieser Blumenwelt haben wir hier nochmal eine zweite, in der hier sich diese Strukturen, ja, irgendjemand würde sogar von Chakras sprechen, bereits zeigen. Naja, und hier erneut wieder eine Art von, ja, er kommt heraus, er will die Welt umarmen, er ist im Grunde genommen der Macher im Prinzip in dieser Blüte.